Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu diesem hübschen Tuch. Für dieses Tuch werde ich mit einem vierfädigen Farbverlaufsbobbel häkeln in rosa-lila Tönen und einer Vierernadel, damit das Ganze schön locker ist und trotzdem das Muster wunderbar zur Geltung kommt. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox und wenn ich es nicht vergesse, schreibe ich es euch auch in die Kommentare. Es gibt verschiedene Varianten, wie man ein Tuch beginnen kann, mit 2-3 Luftmaschen zur Runde schließen und dann durch dieses Loch beginnt ihr euer Muster, oder aber mit dem Magic Ring, den Fadenring, den nehme ich gerne. Das gibt eine wunderschöne Spitze. Und dazu legen wir den Faden zwischen Mittel- und Zeigefinger hindurch, von außen herum, zweimal um den Daumen und halten den Endfaden mit kleinem und Ringfinger fest. Das sieht jetzt kompliziert aus, ist es aber nicht. Wenn ich jetzt anfange, mache ich einfach nur so und habe es dann fertig in der Hand. Also, zwischen Mittel- und Zeigefinger von außen zweimal um den Daumen herum und den Endfaden festhalten. Dann könnt ihr mit der Nadel von oben durch die Daumenschlinge euch den Spannfaden holen und eine Luftmasche abhäkeln. Und dann könnt ihr auch schon den Daumen aus der Schlinge ziehen. Und da wir hier mit Stäbchen beginnen, häkle ich nochmal 2 zusätzliche Luftmaschen, sodass ich insgesamt 3 habe. Weiter gehäkelt wird um beide Fäden herum, damit wir später an dem kurzen Faden den Ring zuziehen können. Wir häkeln ein zusätzliches Stäbchen, indem wir einen Umschlag machen, um beide Fäden herumgehen und ein Stäbchen häkeln. Danach folgt eine Luftmasche und nochmal 2 Stäbchen um beide Fäden herum. Sodass wir 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen haben. Und dann können wir am kurzen Faden den Ring zuziehen und haben eine wunderschöne Spitze von beiden Seiten. Und das war auch schon unsere erste Reihe. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen mit 4 Luftmaschen und stechen in die erste Masche über dem ersten Stäbchen ein und häkeln dort eine feste Masche. Danach kommt eine Luftmasche und nun gehen wir in das Loch um die Kette herum und zwar mit einem Umschlag, holen den Faden hoch und ziehen ihn hoch auf halbe bis ganze Stäbchenhöhe. Das ist unser erster Umschlag und insgesamt brauchen wir 5, also nochmal zusätzlich 4. Umschlag, Faden holen, hochziehen einmal, Umschlag, einstechen, Faden holen zweimal, Umschlag, einstechen, Faden holen dreimal und Umschlag, einstechen, Faden holen 4-mal. So, jetzt haben wir 5 Umschläge. Dann könnt ihr etwas wackeln, dann geht die Nadel jetzt auch besser durch. Holen den Faden und ziehen ihn durch alle Schlaufen hindurch und schließen die Knospe oder auch Büschelmasche genannt mit einer Luftmasche, die wir dann zuziehen. Danach kommt eine Luftmasche und wir gehen in der dritten Steigeluftmasche der Vorreihe von unten angezählt hinein, häkeln dort eine feste Masche und so wie am Anfang machen wir danach nochmal 4 Luftmaschen und gehen in die gleiche Masche hinein und beenden die Reihe mit einer Kettmasche. So, und dann haben wir auch schon Reihe 2 fertig. Kommen wir zur Reihe 3. Wir wenden und stechen in das Loch von der Kette ein, also einfach um die Kette herum und häkeln eine Kettmasche, sodass wir uns da hineinmogeln. Dann machen wir 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und häkeln noch ein zusätzliches Stäbchen einfach durch dieses Loch hindurch um die Kette herum. Eine Luftmasche
und nochmal 2 Stäbchen um die gleiche Kette herum, sodass wir wieder eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen haben. Eine Luftmasche und nun eine feste Masche in die Mitte der Knospe. Das erkennt man schön daran, dass wir die Masche auch zugezogen haben. Dort stechen wir ein und häkeln eine feste Masche, damit das Ganze schön mittig ist. Eine Luftmasche und nun dasselbe wie hier. 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen in dieses kleine Loch der Luftmaschenkette. Einfach um die Kette herum 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen, wobei wir das letzte Stäbchen in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt hineinhäkeln, damit wir einen schönen geraden Abschluss haben, damit die Kante hier halt schön gerade aussieht. Und das war Reihe 3. Kommen wir zu Reihe 4. Wir beginnen wieder mit 4 Luftmaschen und stechen in die erste Masche über dem ersten Stäbchen ein und häkeln eine feste Masche. Dann kommt eine Luftmasche und nun gehen wir um die Kette herum wieder und häkeln eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Umschlag, einmal hochziehen, Umschlag, zweites Mal hochziehen, Umschlag, drittes Mal hochziehen, Umschlag, viertes Mal hochziehen und Umschlag, fünftes Mal hochziehen. Etwas wackeln und durch alle Schlaufen abmaschen, eine Luftmasche, die wir zuziehen und eine zusätzliche Luftmasche, danach eine feste Masche in das letzte Stäbchen hineinhäkeln. Drei Luftmaschen und in das erste Stäbchen der nächsten Gruppe eine feste Masche, eine Luftmasche und nun wieder eine Büschelmasche in die Mitte der Gruppe, einfach um die Kette herum mit 5 Umschlägen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und noch ein 5. Mal Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, etwas wackeln, damit die Schlaufen sich legen, das Ganze abmaschen, eine Luftmasche, die wir zuziehen, eine Luftmasche und danach eine feste Masche in der dritten Steigeluftmasche der Vorreihe und dann wie am Anfang 4 Luftmaschen und in die gleiche Masche nochmal einstechen und mit einer Kettmasche die Reihe beenden. Und das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Da wir hier wieder mit dieser Schlaufe geendet haben, wenden wir einfach nur und häkeln eine Kettmasche in die Schlaufe hinein, um uns da rein zu mogeln. Danach wieder 3 Luftmaschen für ein Stäbchen und ein zusätzliches Stäbchen einfach um die Kette herum. Eine Luftmasche und nochmal 2 zusätzliche Stäbchen in die gleiche Schlaufe hinein. Eine Luftmasche und nun in die zugezogene Luftmasche über die Büschelmasche einstechen und eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche und hier haben wir jetzt eine Kette aus 3 Luftmaschen und hier stechen wir einfach drum herum und häkeln auch dort unsere 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen, also eine neue Gruppe
und somit eine neue Basis für die nächste Büschelmasche. Eine Luftmasche und über die Büschelmasche in die zugezogene Luftmasche einstechen und eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche und dann sind wir auch schon am Ende der Reihe. In das kleine Loch von der Kette einstechen und auch dort nochmal eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen häkeln. Wobei wir auch hier wieder das letzte Stäbchen in der zweiten Steigeluftmasche häkeln, damit wir einen schönen geraden Abschluss haben. Und das war Reihe 5. Kommen wir zur Reihe 6. Nun kommt wieder die Reihe mit den Büschelmaschen. Das heißt, wir beginnen wieder mit 4 Luftmaschen, um eine Schlaufe zu bilden. Stechen in die erste Masche ein und häkeln eine feste Masche. Dann eine Luftmasche und in die Gruppe um die Kette herum eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Diese wieder mit einer Luftmasche schließen, die wir zuziehen. Eine Luftmasche und in das letzte Stäbchen der Gruppe eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Rüber zur nächsten Gruppe, ins erste Stäbchen eine feste Masche. Eine Luftmasche und nun in die Gruppe wieder um die Kette herum eine Büschelmasche mit 5 Umschlägen. Das Ganze mit einer Luftmasche schließen und zuziehen. Eine Luftmasche und eine feste Masche in das letzte Stäbchen der Gruppe. Von Gruppe zu Gruppe kommen wieder 3 Luftmaschen. Ins erste Stäbchen eine feste Masche, eine Luftmasche und nochmal eine Büschelmasche in die letzte Gruppe um die Kette herum mit 5 Umschlägen. Die Büschelmasche mit einer Luftmasche schließen, zuziehen, eine Luftmasche und in das letzte Stäbchen in der dritten Steigeluftmasche der Vorreihe eine feste Masche häkeln und dann brauchen wir wieder unsere Schlaufe, so wie am Anfang, indem wir 4 Luftmaschen häkeln und in die gleiche Einstichstelle die Reihe mit einer Kettmasche schließen. Und das war Reihe 6. Und wie ihr bemerken dürftet, besteht dieses Muster nur aus 2 Reihen, die eigentlich sehr leicht zu merken sind. Die eine Reihe besteht aus den Gruppen, die aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen bestehen. Das ist die Basis, um dann die Büschelmaschen in der nächsten Reihe zu häkeln. Und diese sind ja auch ganz leicht. Die Reihe besteht nur aus feste Masche, Luftmasche und Büschelmasche. Und dadurch bilden sich dann so kleine Quadrate, die ein wunderschönes Muster auf Masse geben. Der Anfang ist immer leicht. In den Reihen, wo die Gruppen sind, fangen wir mit 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen an. Und in der nächsten Reihe müssen wir die Basis wieder bilden, um die nächste Gruppe danach häkeln zu können, indem wir eine kleine Schlaufe am Anfang und eine kleine Schlaufe am Ende machen, und zwar mit 4 Luftmaschen. Ansonsten wird das Ganze nur mit einer festen Masche fixiert, immer nur eine Luftmasche zum Rüberkommen gehäkelt und die Büschelmasche gesetzt. Ich häkel jetzt mit euch nochmal eine 7. und die 8. Reihe. Wir haben jetzt hier die Basis gesetzt, um wieder eine Gruppe häkeln zu können. Wir wenden
stechen in die Schlaufe ein und mogeln uns mit einer Kettmasche da mittig hinein. Beginnen dann mit 3 Steigeluftmaschen, einem Stäbchen einfach durch das Loch häkeln, eine Luftmasche und nochmal 2 zusätzliche Stäbchen in das Loch hinein häkeln. Eine Luftmasche und dann in die Büschelmasche oben in die zugezogene Masche eine feste Masche häkeln. Und dann haben wir hier unsere 3 Luftmaschen. Dazu häkeln wir eine Luftmasche und häkeln auch dort wieder eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen hinein. Eine Luftmasche und fixieren das Ganze in der Büschelmasche, in der zugezogenen einstechen und eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche, dann wieder um die 3 Luftmaschen herum die nächste Gruppe häkeln, aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen, eine Luftmasche und über die Büschelmasche einstechen, eine feste Masche häkeln, eine Luftmasche und zum Schluss in die Schlaufe am Rand auch noch mal eine Gruppe aus 2 Stäbchen, einer Luftmasche und 2 Stäbchen häkeln und das letzte Stäbchen, da stechen wir in der zweiten Steigeluftmasche der Vorreihe ein und häkeln es dort hinein, damit wir eine schöne gerade Abschlusskante haben. Und das war Reihe 7. Und nun kommen wir zu Reihe 8, wo wieder die Büschelmaschen verteilt werden. Dort beginnen wir erst einmal wieder mit einer Schlaufe, die wir am Anfang und am Ende häkeln müssen, aus 4 Luftmaschen und stechen in die erste Masche ein und häkeln dort eine feste Masche. Dann wieder eine Luftmasche und eine Büschelmasche in die erste Gruppe um die Kette herum aus 5 Umschlägen. Schließen sie mit einer Luftmasche, die wir zuziehen, eine Luftmasche zum Rüberkommen und eine feste Masche in das letzte Stäbchen der Gruppe. Von Gruppe zu Gruppe 3 Luftmaschen. Kann man sich auch daran merken, wenn hier die Büschelmasche mit der festen Masche ist, da kommen dann die 3 Luftmaschen rüber und stechen in das erste Stäbchen der nächsten Gruppe ein und häkeln eine feste Masche, wieder eine Luftmasche und eine Büschelmasche um die Kette in die Mitte der Gruppe aus 5 Umschlägen. Mit einer Kettmasche schließen, die man zuzieht, eine Luftmasche und eine feste Masche in das letzte Stäbchen. Dann wieder von Gruppe zu Gruppe 3 Luftmaschen, ins erste Stäbchen eine feste Masche, eine Luftmasche, eine Büschelmasche um die Kette in die Mitte der Gruppe aus 5 Umschlägen. Mit einer Kettmasche schließen, die wir zuziehen, eine Luftmasche und eine feste Masche in das letzte Stäbchen der Gruppe. Dann wieder von Gruppe zu Gruppe 3 Luftmaschen, in das erste Stäbchen eine feste Masche, eine Luftmasche und eine Büschelmasche in die letzte Gruppe aus 5 Umschlägen. Mit einer Kettmasche schließen, die wir zuziehen, eine Luftmasche
und eine feste Masche in der dritten Steigeluftmasche der Vorreihe häkeln. Und nun ganz wichtig, so wie am Anfang, 4 Luftmaschen und mit einer Kettmasche in der gleichen Einstichstelle die Reihe schließen, damit wir die Schlaufe auch wie am Anfang haben. Und das war Reihe 8. So, und ich werde jetzt mein Tuch Reihe für Reihe so weiter häkeln, bis es für mich persönlich groß genug ist und ihr für euch. Ich nehme euch dabei selbstverständlich weiterhin mit und dann sehen wir uns zum Endergebnis. Bis gleich. Zurück, ihr Lieben, nach 64 Reihen sieht die Farbgebung meines Tuches so aus. Insgesamt eine Länge oder Breite von knapp 1,40 Meter und eine Höhe von ca. 60, ungespannt. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.